Call me on my cell phone. Late night when you need. Hallo, es ist wieder Freitag und wir sind auf der Great Ocean Road. Wir sind heute die zweite Nacht auf einem bezahlten Campingplatz und das ist voll der Luxus im Vergleich zu den anderen. Und dieser hier hat sogar einen Pool. Das ist so schön. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Fred, was sind wir nicht? And I know in the highway I could only live. Ever since I left the city, you. Oh, das wird weg. Ich weiß noch nicht, ob normal so unbedingt. Doch, es geht. Weil normal Also ist meine halt auf jeden das Fall. Heißeste. Normal ist das Normale. Ja, ich glaube, normal ist das heißeste. Vielleicht sollten wir Delicate? Delicate machen. Was heißt denn Delicate? Google mal. Was ist denn das für ein Ding? Insert coins or card is required. Use additional coins or card for more drying time. Push. Ja, wenn. Warum geht das da nicht rein? Frederik, tu was. So, wir haben herausgefunden, wie es geht. Man braucht 3 $1-Stücke. Aha. Perfekt. Yay! Champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Herbert war fleißig. Guckt mal. Ja. Der zeigt sich auch nur manchmal, aber das ist unser Mitbewohner. Call me on my cell phone. You used to call me on my cell phone. Call me on my cell phone. Late night when you Findest du gut? need my love. I know when that hotline bling. Do it again, please. Er wohnt. You won't. Er wohnt. Why? Some girls I never seen before. You I used don't to know. Don't know. my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that Wir überlegen gerade, ob wir uns vielleicht einfach Wetsuits kaufen und dann einfach mal irgendwo ein Surfboard ausleihen. Weil wir haben erst gedacht, wir machen einen Surfkurs, aber hier sind so viele Leute, die es auch nicht kennen im Wasser, dass man es eigentlich schon fast so machen könnte, dass man sich einfach eins immer leiht und dann ausprobiert. So, ich habe mir eben in so einem Second-Hand-Shop so einen kurzen Neoprenanzug geholt, weil wir halt jetzt echt überlegt haben, uns mal ein Surfbrett zu leihen. Und jetzt haben wir für Fred noch geguckt und da gibt es leider nicht so billige wie den ich gekriegt habe, weil der hat nur $20 gekostet. Aber jetzt haben wir für ihn eigentlich noch einen gefunden. Und wenn wir Glück haben, hat der Laden noch offen und dann kaufen wir den nochmal schnell. hotline bling. Got me down, you got me stressed out. Wir haben jetzt endlich Leute kennengelernt. Die sind zwar im Altersdurchschnitt so ungefähr 40 Jahre älter als wir, aber wir haben wen kennengelernt. Nicht wahr? Und? Noch was? Ja, Und wir haben jetzt sogar schon Kontakte fürs Arbeiten. Also die haben uns gleich erstmal weitervermittelt. Ja, wir wissen noch nicht so ganz, wie wir diese Strecke mit unserem Bus wieder hochkommen sollen. Wir sind gerade auf dem Weg zu den Eskin Falls. Das sind auch wieder Wasserfälle und die sind halt hier in dem Ort, wo wir gerade waren oder sind. Und es geht ziemlich dolle bergab
und unser Auto hat so leichte Schwierigkeiten mit Bergen. Unser Auto ackert, es ackert, wie immer. Unser Plan ist jetzt tatsächlich ein Board zu leihen, aber wir trauen uns ehrlich gesagt nicht so richtig, weil gestern waren hier richtig viele Anfänger am Wasser und da dachten wir uns, komm, dann können wir einfach dazugehen und mitmachen. Aber jetzt sind da nur noch so Profi-Leute, die das alle richtig gut können und wir denken so, nee, nicht so cool. You used to call me on my cell phone. So, wir haben jetzt unsere erste Session gerade ein wenig unterbrochen, weil es echt anstrengend war. Wir sind jetzt, glaube ich, wie lange im Wasser gewesen? 1,5 Stunden? Ja, 1,5 Stunden. Und es geht richtig auf die Arme. Es ist auch ein bisschen kalt. Es hat aber echt gut geklappt, finde ich. Ich meine, bei dir besser als bei mir, aber ja. ich habe es einfach gleich bei der zweiten Welle hingekriegt und ich war voll überrascht. Ich gebe gerade ein bisschen an, aber egal. Nein, aber es hat ganz gut geklappt. Und bei Fred hat es aber auch gut geklappt. Der hat es jetzt das erste Mal gemacht und der hat halt auch schon so gekniet und so fast gestanden. Halb gestanden. Ich habe Schon so halb gestanden und ist dann wieder umgekehrt. Aber es hat echt ganz gut geklappt und die Wellen sind hier einfach voll in Ordnung. So, jetzt am Ende war es ein bisschen scheiße, weil da waren halt nur noch so Riesenwellen und wir waren ein bisschen zu weit draußen, weil wir so abgetrieben wurden. Und dann haben die Wellen dann so richtig weggehauen. Das Einzige, was nicht so cool war, ist, dass meine eine Kontaktlinse leider rausgegangen ist bei einer Welle. Und jetzt sehe ich nichts mehr. Aber egal. Also wir treiben uns jetzt langsam immer nur noch in diesen OP-Shops rum, wo man halt, also so wie Second-Hand-Shops, aber mit halt Donations. Und dann kann man halt relativ günstig irgendwelche Wetsuits oder ähnliches bekommen. Was halt sehr cool ist. Und wir wollten jetzt mal gucken, ob wir in den nächsten Ort nochmal fahren und da nochmal in den OP-Shop schauen. Und halt vielleicht lange Wetsuits kriegen, weil die sind halt schon noch ein bisschen besser als die kurzen. What? Also wir haben jetzt erstmal keinen genommen hier, aber das merken wir uns und gucken jetzt nochmal weiter. Also OP-Shoppen war semi-erfolgreich. Vielleicht nehme ich den einen, der relativ gut gepasst hat. Der war zwar ein bisschen groß, aber das dürfte eigentlich funktionieren. Für $20, ne? Und für $20 ist es eigentlich ein Klacks so, also kann man schon machen. Und ich glaube, bei mir ist es fast sinnvoll, einen langen zu nehmen, weil ich offenbar dann doch ein bisschen blaue Flecken kriege, wenn ich keinen habe. Yes! Und Fred hat mal wieder keinen blauen Fleck und kann gar nichts abgekriegt. Da ist Herbert, links oben im Seitenspiegel. Und da ist was Zappeliges ins Netz gegangen. Mit ein bisschen Hilfe von uns. Jetzt lässt Herbert sich auch blicken. Neuer Tag, neues Glück, neuer OP-Shop und hoffentlich ein Neoprenanzug. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Michael Jackson. Ein bisschen proper hier. Thrift shop down the road. Also wir haben gerade im Vintage Store so 2 DVDs, eine CD gekauft und ich habe einen ganzen Dollar rausgehandelt. Ich bin gerade so stolz auf mich. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Zurück zur Autobahnraststätte, die, wo wir am Anfang schon mal waren. You used to call me on my cell phone.